Nach dieser absoluten Gala im Europa League Rückspiel gegen Lille 7:2, um uns das nochmal hier ins Gedächtnis zu rufen, geht es heute in der Liga weiter. Ganz trocken, ganz klassisch gegen Union. Da hat es in der Hinrunde auch gut ausgesehen. Ich glaube 3 oder 4:0. Das war, glaube ich, das erste Spiel auch mit unseren Neuzugängen. Mit Castanaras unter anderem, mit Atagana. Die haben da ihr Debüt gegeben. Und ich hoffe, dass es heute vielleicht so ähnlich läuft wie gegen Union in der Hinrunde oder halt auch wie gegen Lille. Also das war wirklich unfassbar. Unglaublich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein paar Veränderungen natürlich wieder aufgrund dieser englischen Wochen, die wir haben. Und wir gucken natürlich auch nachher, nach dem Spiel, mal, wer unser Gegner im Viertelfinale ist. Da könnten wir ja zum Beispiel auf Newcastle treffen. Wir könnten nochmal auf die Tottenham Hotspur treffen. Wir könnten nochmal auf Galatasaray Istanbul treffen, auf Rom. Also es wird auf jeden Fall, egal wer es wird, wieder ein riesengroßes Erlebnis. Und hier in der Liga möchte ich natürlich, so gut es geht, noch die Chance nutzen, um mich irgendwie oben ins internationale Geschäft reinzumogeln, reinzuspielen. Dazu muss aber heute ein Sieg gegen Union her. Und das Spiel wird auf jeden Fall, glaube ich, schwerer als gegen Lille, würde ich es einfach mal behaupten. Aber Hekimoglu, der ist auch gut drauf, der holt sich den ersten Ball. Gegen Calafiori, der kommt nicht hinterher. Hekimoglu. Und Andrew, war er noch dran? Ich glaube nicht, es war eher ein Schuss, der weiter vorbeiging. Aber das könnte die Idee sein heute. Ball gewinnen, schnell, dann umschalten. Und dann auch über die Außen immer wieder mal Vorstöße wagen. Das hat Union in der Hinrunde auch nicht hinbekommen. Wir haben die auch zugepresst. Damit hatten sie auch große Probleme. Und das wäre doch so schön, wenn es heute genauso gehen würde. Oh, Wagner hinterläuft. Sehr schön. Jetzt Alvaro. Muss sich da positionieren. Hat er. Oh, schöner Ball. Legt auf Jongwa ab. Jongwa! Um Gottes Willen. Wo haut der den denn hin? Sehr gut gespielt. Gute Flanke. Gut abgelegt von Alvaro. Und dann macht Jongwa auch den Laufweg von alleine. 5 Fragezeichen. Warum macht er das auf einmal? Und dann verzieht er aber 5-6 Meter. Aber immerhin. Das zeigt, dass wir gleich wach sind, dass wir da sind, dass ich den Schwung hier aus dem Spiel gegen Lille auf jeden Fall mitnehmen will, mitnehmen muss. Also, wie gesagt, so ein 7:2 muss man sich in Münster ins Museum hängen. Das wird es die nächsten Jahre so schnell nicht nochmal geben. Und gerade auf europäischer Ebene und Bühne. Aber Union, aufgepasst, die sind auch Zehnter, die könnten eventuell auch nochmal oben angreifen. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Punkte die Rückstand haben, aber die sind auch immer unangenehm zu bespielen mit ihrer Fünferkette, die sie da haben. Jetzt müssen sie erstmal hinten rumspielen. Jecke, Semedo, Nelson Semedo. Ehemals Wolverhampton, ehemals Barcelona, der hat schon die ganze Welt gefühlt gesehen. Und das ist der Fehlpass, den dürfen wir uns nicht so oft erlauben. AB ist dazwischen mit Ishii heute. Wieder das japanische Innenverteidiger-Duo, die müssen heute mal ran, weil Chavez und Friedrich brauchen heute mal eine Pause. Kaba ist auch wieder auf der rechten Seite, auch Poso braucht eine Pause, der spielt halt auch, wenn er spielt, immer durch und auch immer richtig gut. Kaba, schöner Ball, bisschen zu kurz für Alvaro. Abe und Ishii, Achtung, nächsten Fehler hier in der Innenverteidigung, aber Ishii und Abe vor allem. Die machen das bislang relativ souverän, sah relativ souverän aus. Und jetzt Wagner, Alvaro lässt wieder klatschen, muss ich direkt vorne wieder anbieten. Ja, habe ich leider den Zeitpunkt verpasst, aber den verpasse ich nicht. Den Zeitraum, den Zeitpunkt zum Abspiel auf Wanner. Und leider der Pfosten, aber weiter geht's. Chance lebt noch, Wanner, überragender Ball, ein bisschen zu lang, schade. Auf Jongwa. Halbe Stunde rum, es sieht gut aus. Ich finde, wir spielen gut, machen Druck, wir haben vorne die Gelegenheit, die Chancen. Union hätte auch 1-2 Mal schon vorne gefährlich werden können. Aber wir haben Gott sei Dank aufgepasst in der Verteidigung. Jetzt kommt Wanner. Atagana, wer ist da oben? Ich glaube Wagner ist es, jawohl. Wagner, Jongwa kommt da wieder entgegen. Und Alvaro irgendwo in der Mitte. Oh, Achtung, kriegt er noch? Hat er noch Alvaro? Was macht er denn? Wo ist der? Da ist er! Mit Glück. Und mit Herz. Muss auch mal sein. Wir haben oft genug selber solche Gegentore auch bekommen.
Jetzt schießen wir mal so ein Tor selber. Weil Jongwa hier drauf geblieben ist, weil er den Ball noch holt, weil Alvaro den Fuß ausstreckt und dann haben wir natürlich Glück. Da fallen wieder zwei Leute übereinander her. Calafiori fällt über seinen Keeper und Alvaro ist halt am Ende der Glückliche, der den Ball nochmal bekommt und den Ball ins leere Tor schiebt. So, war jetzt nichts Spektakuläres. Sein zweites Tor im 7. Spiel. Aber er war da. Er war in der Situation. Er hat den Ball behauptet. Jongwa hat den gerettet. Ich dachte, der geht wieder ins Tor aus, weil er war schon wieder uneinholbar. Der Ball. Aber egal, wir führen jetzt 1:0. Das ist wichtig, auch in so einem Spiel mal in Führung zu gehen. Ja, gerade gegen so Mannschaften wie gegen Union. Da lässt sich das vielleicht jetzt auch ein bisschen entspannter spielen, weiß ich nicht. Schauen wir mal, auf jeden Fall ist Jongwa wieder vorne. Über den geht wirklich, wirklich viel in dem Spiel. Scheint sich was vorgenommen zu haben. Wieder Jongwa, der bleibt wieder fast liegen. Diesmal Hekimoglu auf Wanner. Ja, mit dem Rücken zum Tor ist immer doof. Wenn da 2, 3 Gegner schon wieder stehen, da kannst du nicht viel machen. Aber Chance vorne durch Jongwa, aber Union, die passen nach wie vor gut auf. So, Semedo muss abdrehen. Hekimoglu arbeitet mit nach hinten. Läuft die Passwege, soweit es geht, halt zu. Und dann dürfen wir uns halt hier auch nicht wieder rausrücken lassen. Was ich gerade schon wieder gemacht habe. Ja, Semedo außen macht dann ein paar Skills, aber Atagana ist da. Gibt den Eckball für Union. Komm, letzte Aktion wahrscheinlich vor der Pause. Nochmal gut verteidigen und dann gehen wir hier mit einer Führung raus. Aus Halbzeit 1. Achtung, Wagner zum ersten. Wanner muss hin, ja. Und Jongwa eigentlich auch nochmal. Achtung, es wird nochmal gefährlich. Sinamoy, Achtung, ja. Im Nachgreifen, im Nachfassen hat er. Es ist eine knappe Führung, es ist eine verdiente Führung, wie ich finde. Und wir sind auf einem guten Weg, auch das zweite Tor zu machen. Wir müssen es dann auch machen, weil das bleibt heute nicht beim 1:0. Also, wäre ich auch zufrieden mit, aber ich glaube nicht, so wie sich das Spiel jetzt gerade entwickelt hat, dass es hier beim 1:0 bleibt. Wir haben noch ein bisschen Qualität auf der Bank. Ihr seht, Ferry, Listisch, Rogov, Poso, nicht so 100% fit. Krotowski, den kann man immer reintun, egal auf welcher offensiven Position. Atagana ist auch wieder der erste Kandidat. Ihr kennt seine Ausdauergeschichte, der hat leider nicht so viel Ausdauer. Läuft wahrscheinlich viel. Auch viele unnötige Wege, aber am Ende ist er dann halt immer platt. So. Die erste Chance vielleicht gleich in Halbzeit 2. Schade, Alvaro. Der bleibt aber auch wieder liegen. Ich sagte, bei normalen Bedingungen geht er ganz normal durch. Dann kriegt Wanner den Ball, dann hat er vorne eine Aktion. Auch hier geht wieder ins Pressing reinkommen. Irgendeiner muss den doch kriegen. Das kann doch nicht wahr sein. Alvaro hat den, jawohl. Gut, wieder gut. Und jetzt Jongwa lässt sich fallen und rein damit. Jongwa! Schon wieder. Mit Verzögerungen. Zu hohen Ping auf der Reservebank. Aber den muss er zumindest aufs Tor kriegen. Das war auch wieder aus einer sehr aussichtsreichen Position. Also im Abschluss, da hat er echt noch seine Probleme. Ich meine, der war ja wirklich frei. Also den hätte er mindestens mal aufs Tor schießen müssen. Egal, nächste Chance, Wanner. Gegen Jecke, jetzt wäre er mit dem Kopf so ein bisschen durch die Wand gegen. Achtung. Andrew kriegt den natürlich, aber AB ist da und Kaba steht richtig. Müssen wir eigentlich auch mal öfter spielen lassen. Ne? Macht auch eigentlich immer einen soliden Eindruck. Genauso, gut, Wagner spielt eh fast immer. Bei dem hapert es halt immer nur an den Flanken. Die kommen gut. Wanner, Alvaro, hä, geh doch hin! Das war kein Abseits, unten stand noch einer. Oder ist er nicht hingegangen, weil er wusste, er kommt eh nicht ran? Boah, weiß ich nicht. Also wenn er da ein bisschen spekuliert, weil ich glaube, unten Calafiori hat das Abseits aufgehoben. Ich habe mich gerade gewundert, warum er da nicht zumindest versucht hinzukommen. Es hätte eine große, große Chance werden können. Alvaro frei dann vor Andrew. Und Union versucht irgendwie, immer über links, über die Roussillon-Seite. Aber da muss er auch wieder abdrehen, ist ein gutes Zeichen, dass wir nicht so viel verkehrt machen momentan in der Defensive, aber es ist noch zu viel Zeit. Es ist noch zu viel Zeit. Schäfer. Es sieht alles so unscheinbar aus, aber wie gesagt, so eine Aktion, eine Körpertäuschung, eine Drehung. Und die Verteidigung ist ausgehebelt. Achtung, ich hoffe nicht jetzt. Oh, Ishii, genau, das habe ich gemeint. Gibt Gott sei Dank Abschluss, aber da war diese eine Körpertäuschung. Ishii war ausgespielt. Und Bahoya, oh Gott, viele Ex-Frankfurter hier. Bahoya für Roussillon.
Und Union, haben die auf Dreierkette umgestellt? Die spielen jetzt, glaube ich, mit einer Dreierkette, ja. Nicht mit einer Fünferkette, Dreierkette, also umgestellt. Mal gucken, was es bringt für uns. Auf jeden Fall erstmal Platz. Über Jongwa, Alvaro. Jongwa macht heute sehr viel nach vorne. Wagner kommt, ist vorbei. Jongwa. Oh, der Ball sollte eigentlich flach bleiben, aber der kommt auf Wanner, der ist jetzt frei. Und Andrew. Mit der nächsten Chance. Mal gucken, ob sich die Unioner damit nicht sogar schon... Ja, ins Ausschießen nicht, ist noch zu früh zu sagen. Ich will hier nicht immer schon den Gegner wieder stark reden. Aber vielleicht hilft uns jetzt die Dreierkette einfach. Vorne hilft uns... So, machen wir Ferry nochmal. Linke Seite mache ich mit Grodowski, obwohl Jongwa echt gut drauf war. Der hat zwar ein, zwei Dinger ganz kläglich verzogen, aber hat wieder ein besseres Spiel gemacht. Aber jetzt frische Kräfte. So, deswegen. Und Wanner. Vielleicht nach einer Ecke wieder. Da ist Grodowski. Gleich mal in Aktion. Bei dem auch. Egal, ob er von Anfang an spielt oder ob er als Joker reinkommt, der liefert eigentlich auch immer. Spielt einen soliden Schuh. Von daher ist das auch immer wieder eine Option. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich ihn noch nicht verkauft habe. Da wird dann aber im Sommer wahrscheinlich auch größeres Angebot reinkommen. Gehe ich von außen, dann würde ich den vielleicht auch verkaufen. Muss halt Geld machen, ne? So, was kommt noch von Union? Bei uns kommt jetzt erstmal Lisztisch. Fair den Ball zurückgeholt. So, und jetzt, wenn wir es schnell machen, Ferry, das würde ich mir halt wünschen, wenn unser Stürmer vorne nicht nur sich den Gegner vom Leib hält, sondern halt auch einfach dann den Ball behält. Also den Ball am Fuß hat. So, jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Ex-Frankfurter. Oder? Wer kommt rein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Union wieder da. Grodowski arbeitet mit nach hinten. Oh, das müsste Abseits sein. Das ist kein Abseits. Doch, ist Abseits. Von Bahoya war es, glaube ich. Auch wieder so unscheinbar. Eigentlich ungefährlich, aber dann so ein langer Ball. Oh, es war aber knapp. Die Schulter. Oder vorne die Fußspitze, wenn du so willst. Also, das ist das, was ich gemeint habe. Die sind immer noch gefährlich, die sind immer noch da. Aber irgendwann müssen sie wahrscheinlich noch mehr riskieren. Und das ist dann wahrscheinlich die Chance für uns. Hoffentlich dann die Chance für uns, nochmal ein zweites Ding nachzulegen. Und dann ist der Ofen aus hier. Calafiori, die dribbeln wieder da hinten rum und es geht Gott sei Dank wieder schief und wir können es wieder nicht ausnutzen. Also Pressing klappt, ist alles schön und gut, aber wir müssen es ausspielen. Ja, auch mal so ein 2 gegen 2, 2 gegen 3, da müssen wir einfach mehr draus machen. Ich verstehe das einfach nicht. Das ist so ein Punkt, was mich so ein bisschen nervt. Auch guck schon wieder, wir sind im Pressing drin, Rogow ist da. Jetzt machen wir es alleine und jetzt ist er wieder weg. Aber Rogow setzt nach, richtig, richtig stark. Guter Zweikämpfer, gut gemacht Rogow. Und jetzt belohn dich, Rogow! Hatte auch nicht aber die leichteste Zeit oder eine leichte Zeit hier. Oft auf der Bank gesessen. Eigentlich zu Beginn als großer Hoffnungsträger gekommen. In Liga 2. Aber der macht es momentan auch ganz gut. Gewinnt viele Zweikämpfe, geht hier auch immer wieder mit nach vorne. Und Rogow macht wahrscheinlich die Entscheidung. Das war wichtig. Und endlich klappt mal so ein Pressing-Moment. Auch wenn ich den schon fast wieder verloren hätte. Drauf geblieben. Sehr, sehr schön. Und das ja, gibt die nächsten 3 Punkte. Wir arbeiten uns weiter nach oben in der Tabelle. Das ist auch gut. Schlecht für die Gegner. Aber aufgepasst, noch ist Union hier nicht weg, aber ich glaube, das ist der erste Torschuss oder der zweite. Lass es den zweiten gewesen sein, also so ähnlich wie in der Hinrunde. Wir waren schon dominant, jetzt nicht ganz so wie in der Hinrunde, da war es auch vom Ergebnis her ein bisschen deutlicher, aber wir haben auch das Spiel hier eigentlich von Beginn an gut dominiert. Haben, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt auch die Tore gemacht. Und werden also das nächste Spiel hier gewinnen. Fragt sich nur, wie hoch. Kaber, da hätte er wieder einen Zweikampf reingemusst. War nah, sehr, sehr gut. Und fair. Schiri pfeift nicht ab. Noch kriegen wir eine Chance, oder wir kriegen nochmal eine Chance über Ferry. Ja, und da ist Grodowski. Der darf auch nochmal. Und macht das 3-0. Freut mich. Also wenn Dre Grodowski trifft oder auch früher Fridjonsson, Leute, die mit denen ich schon begonnen habe, die von Anfang an mit dabei sind,
Das freut mich immer sehr. Und ihr seht, diese Bälle, die klappen. Ich habe mich ja auch mal beschwert, ich habe überhaupt gar keine Spieler, die mal so einen Ball einfach hinter die Abwehr laufen können. Aber offensichtlich ist Ferry einer von denen, der sich angesprochen gefühlt hat. Und Grotowski macht halt das, was er sonst immer macht. Jetzt wird es auch noch deutlich. 3:0. Gutes Spiel. Achtung. Ja, der Ball war zu lang. Na, mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein viertes. Gegen Lille durften wir ja auch noch bis zur 96. Minute weiterspielen. Und haben dann ein schönes Freischusstor gemacht. Mal gucken. Ferry nochmal. Wieder Grotowski. Calafiori weiß gar nicht, was er machen soll. Der ist total verwirrt. Grotowski, wer ist da? Da ist Lisec. Oh, der hat nochmal Platz. Komm, schöner Schlenzer. Vorbei am Tor. Aber egal. Schlusspfiff. 3:0. Wichtiger Sieg gegen Union. Nachdem wir gegen Freiburg zu Hause auch wieder gewonnen haben. Mal wieder der nächste Sieg in der Liga. Wir kommen wieder nach oben und ihr seht, es verschiebt sich Woche für Woche. Mannschaften rücken enger zusammen. Und wir sind mittendrin. Sehr souverän. Am Ende Wolfsburg gewinnt, Hamburg gewinnt. Das sind ja auch, glaube ich, unsere Konkurrenten. Wir sind 7. jetzt in Frankfurt. Die kommen auch, ja, eigentlich zur rechten Zeit, würde ich mal sagen, oder? Wir sind gerade wieder ein bisschen im Kommen. Und in der Hinrunde, im Pokal haben wir sie geschlagen. In der Hinrunde haben wir auch zu Hause dann in letzter Minute gefühlt verloren, noch nach Führung sogar. Und die waren zu der Zeit ungeschlagen Tabellenführer. Jetzt sind sie, wir spulen erstmal vor. 12 Tage Pause, gut, das ist gut. Länderspielpause, das ist auch sehr, sehr gut. Dass wir uns mal voll erholen können, dass die Akkus wieder aufgeladen werden können für den Saison-Endspurt. Und dann gucken wir natürlich auch jetzt, gegen wen wir im Viertelfinale der Euroleague spielen. Vorher gucken wir in die Analyse. Also wir haben ganz viel nachzugucken. Erstmal hier die Analyse. Letzten 5 Spiele nicht verloren. 3 Siege. 2 Unentschieden, wenn da endlich mal der Tipp da unten weggeht. Ich möchte den nicht sehen. Macht diesen Tipp jetzt weg. So, vielen Dank. Also, Leitsch ist mittlerweile auch drin. Habe ich jetzt auch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Bräum. Auf der rechten Seite Dahoud, Digne, Skiri, Koch, Ekitike. Also irgendwas muss ja diese Truppe haben, dass die auf dem 3. Platz steht. Und mittlerweile, wie viele Niederlagen seit unserer letzten? 2. Also 2 Niederlagen sind hinzugekommen. Mir wäre es ganz recht, wenn sie auch gegen uns verlieren, also die 3. Niederlage bekommen. Ich lasse mich überraschen, wir sind wieder oben dran. Wenn wir gewinnen sollten, Bayern ist übrigens immer nur noch 6. Dann hätten wir auch Tuchfühlung auf Wolfsburg, Leverkusen, Stuttgart ist, glaube ich... die waren unten, genau, da habe ich mich auch gewundert. Also es geht hin und her. Es wird noch sehr, sehr spannend. Jetzt schauen wir natürlich vorbei in der Euroleague. Da muss der nächste Gegner feststehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich spekuliere mit Spurs oder mit Newcastle. Viertelfinale hier. Leverkusen-Leipzig. Deutsches Duell. Dortmund spielt gegen den AC Mailand. Monaco spielt gegen Bergamo. Und Paris spielt gegen Real. Gut, vorweggenommenes Finale. Jetzt Euroleague. Newcastle, ja. Also... Wir kriegen mit den stärksten Gegner, wobei es gibt jetzt nur noch starke Gegner. Newcastle ist unser Gegner im Viertelfinale. Eieiei. Gut, ich freue mich aber. Newcastle hat auch das echte Stadion, freue ich mich zu spielen. Und die müssen auch erstmal bei uns bestehen. So ist es ja nicht, ne? Frag mal bei Lille nach. Spurs spielt gegen Marseille, Braga gegen Sevilla und Rom gegen Galatasaray. Also sind schon ein paar interessante Spiele mit dabei. Und wir mittendrin. Das ist immer noch das ganz, ganz, ganz Kuriose. Hätte mir das, wie gesagt, einer zu Beginn dieser Karriere hier gesagt, hätte ich ihn wahrscheinlich für blöd verkauft. So, jetzt haben wir, dann Pokalspiel gegen Gladbach. Okay, also wir haben jetzt Frankfurt auswärts. Dann haben wir Pokal. Dann haben wir Hamburg. Wir haben jetzt fast nur noch englische Wochen. Also die nächsten englischen Wochen stehen schon im Haus. Hamburg, Bremen, Wolfsburg, 3 Nordclubs. Und dazwischen 2-mal Newcastle. Da muss ich jetzt gucken, ob ich den Fokus eher auf die Euroleague lege oder eher auf die Liga. Normalerweise auf die Liga. Europa League ist Bonus, aber ich möchte auch so gut es geht dort bestehen mit euch zusammen. Und dann gucken wir einfach, was bei rumkommt. Also, nächstes Spiel in Frankfurt wird schwer genug. Mal gucken, ob dabei auch ein Sieg bei rumkommt. Macht's gut. Ciao, ciao.